Ja, ein herzliches Hallo heute bei dieser Mini-Oil-Class, entweder wenn du live dabei bist oder wenn du dir anschließend die Aufnahme anschaust. Ich habe heute für euch ein ganz cooles Thema mitgebracht, und zwar unsere 3 Sommer-Tipps, Hacks für den Alltag. Jetzt, wo es so heiß ist, ich finde, es könnte nicht passender sein. Heute ist irgendwie 30 Grad hier. Und ich habe euch ja 3 Tipps mitgebracht, wie ihr die doTERRA-Produkte an solch heißen Tagen nutzen könnt. Und ich finde gerade, ja, wenn es so heiß ist doTERRA wirklich so gut geeignet, weil man sich einerseits etwas Gutes tun kann oder sein Wohlbefinden stärken kann, wenn man natürlich abkühlt auch, aber weil es auch wieder zeigt, wie vielseitig doTERRA wirklich auch einsetzbar ist. Und den ersten Tipp, den ich euch mitgebracht habe, ist, dass ihr euch ein natürliches Aftersun macht. Und zwar ist das ganz einfach. Warum ein natürliches Aftersun? Wenn wir viel an der Sonne sind und unsere Haut strapaziert ist, dann gibt es ja diverse Aftersun-Produkte zu kaufen. Und diese Produkte enthalten meistens sehr viele ja, synthetisch hergestellte Stoffe. Das sieht man dann immer, wenn man hinten die Stoffe durchliest. Und das ist jedes Mal, wenn man so ein Produkt nutzt, eine Belastung für den Körper. Und man kann es so einfach selbst machen mit den doTERRA-Produkten. Meistens, also jetzt zum Beispiel das Aftersun mit den Produkten, die ihr aus dem Starter-Set habt. Und es ist so viel kostengünstiger. Und das finde ich persönlich einfach, ja, unglaublich cool. Was braucht ihr für ein natürliches Aftersun? Ihr braucht irgendeine Art Sprayflasche mit Braunglas. Das hier ist jetzt eine von doTERRA selber, die kann man sich über den doTERRA Shop kaufen. Es gibt ja diverse Zubehörshops, wie auch zum Beispiel Oilspiration oder Aromazeug. Es gibt auch solche ein bisschen größere, da kann man sich einfach eine auswählen, die einem passt. Ja, was immer wichtig ist, wie sagt man, diese Spray-Teile hier, die sind meistens sehr lang, die schneide ich mir immer ein bisschen ab, dass die hier schön reinpassen. Also ihr braucht irgendwie eine Sprayflasche und dann braucht ihr eigentlich nichts weiter als, ich nutze meistens Lavendel. Man kann auch Lavendel und Weihrauch nehmen. Ich persönlich mache oft wirklich nur Lavendel. Das reicht bereits. Lavendel ist so ein unglaublich cooles Allrounder-Öl. Das könnt ihr für so viele Zwecke verwenden, aber für die Haut ist es halt wirklich eigentlich ja das Top-Öl. Ich finde auch gerade, wenn ihr es bei Kindern anwendet, ist Lavendel auch super gut. Also wenn ihr einen Aftersun-Spray macht, den ihr auch für die Kids nutzt, dann reicht wirklich Lavendel oder eben vielleicht auch noch Weihrauch. Und dann wählt ihr ein Trägeröl aus. Es gibt von doTERRA entweder dieses Body Carrier Oil, das gibt es ganz neu, also noch nicht so lange. Ich liebe das. Das hat bei mir definitiv das fraktionierte Kokosnussöl abgelöst. Warum? Weil es ja von den Inhaltsstoffen wirklich ein bisschen nährender ist für die Haut und es hat halt einen Geruch, sehr angenehmen Geruch, so ein bisschen, ja, ich sag mal nussig, was halt das FCO, das fraktionierte Kokosnussöl, überhaupt nicht hat. Also das ist halt wirklich, ja, das riecht ja nach gar nichts. Und also ich habe früher mein Aftersun immer mit dem FCO gemacht. Ich mache es jetzt aber mit diesem Body Carrier Oil. Und übrigens, es gibt so ganz coole diese Aufsätze. Ich finde die ganz praktisch, weil ich habe jetzt diesen extra noch nicht gemacht. Dann könnt ihr nämlich einfach von dem da so ein bisschen reinpumpen. Ich persönlich mache es schon, also ich mache schon relativ viel von den FCO respektive vom Body Carrier Oil rein, aber also ich fülle es immer noch ein bisschen mit Wasser auf und dann vor jedem Gebrauch auch einfach noch kräftig schütteln. Warum? Weil ich persönlich mag das, wenn das so leicht sich auf der Haut anfühlt, weil gerade so ein Aftersun Spray, ich habe den auch oft, gerade wenn wir jetzt im Campen sind oder so dabei. Und man könnte auch, das habe ich auch schon gemacht, zum Beispiel auch noch einen Tropfen Zitronelle reintun. Dann hat man eigentlich ein Insektenabwehrspray und ein Aftersun-Spray, 2 in einem. Das finde ich auch ganz cool.
Und dann, ja, wenn man oft abends draußen sitzt und die Haut ist so richtig warm von der Sonne, dann wendet man es ja gerne oftmals an, nicht nur einmal. Und dann mag ich es eben, wenn es so ein bisschen verdünnt auch ist. Genau, also das ist einfach so, wie ich es mache, aber ihr könnt natürlich auch den ganzen Spray auffüllen, jetzt nur mit Body Carrier Oil. Wie gesagt, Lavendel, Weihrauch ist auch geeignet, die Strohblume ist auch geeignet oder wenn man es kombinieren möchte mit einem Moskitospray, dann gerne Zitronella nehmen. Ja, also das ist mein Tipp für ein selbstgemachtes After Sun. Dann gehen wir gleich weiter zu einem selbstgemachten Cooling Spray. Und da habe ich jetzt auch wieder so eine Flasche, da habe ich jetzt ein bisschen eine größere genommen. Das finde ich ist so ein cooles Rezept und ich mag, also ich gehe echt im Moment nirgends ohne den aus dem Haus. Was ist das Coole daran? Vielleicht kennt ihr das, wenn es so heiß ist, wird man irgendwie auch ein bisschen, ja, schon fast ein bisschen benebelt. Also ich werde oft sehr müde, obwohl ich eigentlich total fit bin, einfach von der Hitze. Man schwitzt natürlich auch mehr, aber mir fällt es auch schwer, den Fokus zu behalten an solchen Tagen. Und in diesem Cooling Spray sind halt alles Öle drin, die einem mental und emotionell auch sehr helfen, den Fokus zu halten. Also, ich nehme sehr gerne Peppermint, dann nehme ich gerne Spearmint und dann könnt ihr wählen, ob ihr noch Supermint dazu nehmt. Dann habt ihr wirklich die volle Dosis. Oder was ich halt sehr gerne mag, ist die grüne Mandarine. Für alle, die mir lange folgen, wissen, ich bin ein absoluter grüne Mandarine-Fan. Warum? Die grüne Mandarine unterstützt dich in deinem eigenen Weg, in deinem eigenen Potenzial. Und ich brauche pro Woche eine Flasche grüne Mandarine, schmiere mir die mehrmals täglich auf. Ich trinke die grüne Mandarine, das ist so mein Number One Öl. Genau, also ich finde, wenn man es richtig, richtig stark kühlend möchte, dann finde ich Spearmint, Supermint und Peppermint sehr cool. Cool, passt auch. Und sonst, ich habe jetzt heute, weil ich auch noch stille, habe ich jetzt Spearmint, Peppermint und grüne Mandarine genommen. Ihr passt die Tropfenzahl euch selbst an. Also wenn ihr es für euch selber braucht, nicht stillt, keine Kinder habt, dann könnt ihr gut in so einer Flasche 20 oder auch 30 Tropfen oder auch 40 Tropfen nehmen. Wenn ihr es halt, wenn ihr Kinder habt oder stillt oder ja, dann würde ich es reduzieren. Ich habe jetzt hier in dieser Flasche, habe ich jetzt 2 genommen, das reicht absolut. Auch da hat man noch einen großen Effekt, aber man kann es natürlich viel stärker machen. Dann gebe ich immer nur so ein paar Tropfen Body Carrier Oil ein, weil das ist wirklich ein Spray, den ihr den ganzen Tag braucht. Da braucht es jetzt nicht so viel Trägeröl. Und dann auch wieder mit Wasser auffüllen. Ihr könnt immer entweder destilliertes Wasser nehmen. Ich, ganz ehrlich, ich nehme Leitungswasser. Und dann schüttelt ihr den. Was ich auch immer süß finde, ist, wenn ihr halt die Kleberchen dran macht. Ihr könnt die natürlich auch schön beschriften, aber ich nehme immer die Kleber von doTERRA. Und dann gibt es nicht anderes, als sich den einsprayen. Und ich sag's euch, dieser Spray hat so eine krasse Wirkung. Einerseits kühlt man halt ein bisschen ab, weil Peppermint und Spearmint auf der Haut ist halt wirklich kühlend. Und es hat aber wirklich diesen Effekt, dass ihr einen Fokus bekommt, dass ihr wach werdet, dass ihr die Müdigkeit überwindet. Ich mag das auch unglaublich nach dem Mittagessen, gerade wenn es so heiß ist, dann kann man ja zum Teil so wenig essen und man ist trotzdem nachher irgendwie erschlagen. Dann mag ich das wirklich so, dann spraye ich mich einmal komplett ein, auch so die Füße, auch wenn ihr so richtige Hitzezustände bekommt, dann wirklich schön so die Waden einsprühen. Man kann sich natürlich abends auch ein Fußbad machen, aber ich finde halt den Spray ist einfach so praktisch für unterwegs. Ja, und ihr könnt es natürlich auch anpassen, je nachdem, was ihr jetzt gerade für ein Thema habt. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr vielleicht eher so ein bisschen nervös seid, noch Lavendel mit reingeben oder wenn ihr vielleicht allgemein so fürs Nervensystem euch unterstützen möchtet, wenn ihr vielleicht viel Stress habt, dann könnt ihr vielleicht noch auch Weihrauch mit reingeben. Was ich jetzt nicht machen würde, ist Zitrusöle, weil Zitrusöle verringern ja eure Photosensibilität. Das heißt, ihr verbrennt euch mit der Sonne rasch und das würde ich jetzt nicht reingeben. Das Coole ist, man kann solche Sprays wirklich eigentlich für ganz viele Zwecke machen. Also man kann sich ein Parfum-Spray machen, man kann sich
ja, ein Immunsupport-Spray machen. Also da gibt es unendliche Variationen. Man kann sich auch ja, vielleicht für am Abend so ein Relax-Spray machen. Also da könnt ihr eigentlich voll variieren. Das Rezept ist immer das gleiche. Und ihr wählt halt aus, je nachdem, wie viel Trägeröl ihr reinmacht, ob das eher ja, fettiger ist für die Haut oder nicht. Beim Cooling Spray mag ich das wirklich, dass das mehr Wasser drin hat und eben nicht so, ja, jetzt nicht so die Haut jetzt versorgt mit dem Trägeröl. Genau. Das war unser zweiter Tipp. Also erster Tipp, ein selbstgemachtes Aftersun. Finde ich übrigens auch ein total schönes Geschenk ja, für jemand, der jetzt die Öle vielleicht noch gar nicht kennt. Und dann der zweite Tipp war eben unser Cooling Spray. Und der dritte Tipp, wie könnte es anders sein? Natürlich die Body Lotion, die Sonnencreme von doTERRA. Für die von euch, die nicht kennen, die ist jetzt neu, ja, jetzt ist es auch schon einen Monat draußen. Es gibt 3 Produkte. Einmal den Stick, den mag ich persönlich am liebsten oder wir mögen den am liebsten. Der Geruch ist einfach, erinnert mich gerade an Portugal, ist einfach himmlisch. Ist super anzuwenden für das Gesicht, aber auch für den Körper. Ich brauche es auch beim Ben. Der Stick ist halt einfach super anzuwenden. Es ist für Kinder ab 6 Monate. Also ich liebe den Stick über alles, auch so handlich. Dann habt ihr einmal das in der Aluminiumflasche, wo ihr halt wirklich großzügig raufsprayen könnt und halt dann die ganz normale Tube. Was ist der Vorteil der Sonnencreme von doTERRA? Sie ist frei von jeglichen Stoffen, die nicht in eine Sonnencreme reingehören. Sie ist halt wirklich mineralisch und sie ist auch reefsicher. Was heißt reefsicher? Dass sie unsere Meere und auch unsere Seen, also die Lebewesen in unserer Umwelt nicht schädigen. Also das ist wirklich ein großer Vorteil dieser Sonnencreme. Es gibt auch Gebiete auf der Welt, zum Beispiel Hawaii oder Mexiko, wo andere Sonnencreme komplett verboten wurden, weil die Riefe sonst zu fest angegriffen werden und die spielen ja eine ganz wichtige Rolle in unserem Ökosystem. Genau, also für die von euch, die Sonnencreme noch nicht haben, stellt die euch gerne, die ist wirklich, ja, unglaublich eine Bereicherung. Ja, die Mini-Oil-Class ist schon fast wieder vorbei. Wir haben es auch so aufgesetzt, dass ihr immer per Mail alle Inhalte, die wir erzählen oder so eine kleine Kurzzusammenfassung bekommt. Wenn ihr euch via Mail angemeldet habt, dann bestätigt gerne. Es kommt dann einmal dieses Bestätigungsmail, dann bekommt ihr immer die Produkte aufgelistet und da könnt ihr auch direkt drüber bestellen, falls ihr noch nicht Kunde seid. Und natürlich bekommt ihr auch immer die Aufnahme und sonstige Informationen. Und ich würde sagen, das war es auch schon. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit mit den Sommerhacks von uns. Teilt gerne auf Instagram oder wo auch immer ihr unterwegs seid, ob ihr die Tipps angewendet habt. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch wie immer bei uns unter info@brunnervibes melden. Und wir haben im Moment diese MetaPower Testwoche am Laufen. Die ist war sehr, sehr schnell ausgebucht. Wenn ihr daran Interesse habt, dann meldet euch auch gerne über info@brunnervibes.com. Wir werden im August wieder so eine Testwoche anbieten. Und ja, nächste Woche geht es weiter wieder mit Tipps von Rudi und ich verbleibe mit herzlichen Grüßen und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ciao!